Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Firewatch. Wir waren hier in dieser seltsamen Station. Können wir hier noch was machen? Nein, und wir sollten jetzt wieder abhauen. Wir haben hier Berichte über Delilah und uns gefunden und ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Und Delilah angeblich auch nicht, obwohl in unserem Bericht was stand, wir sind beeinflussbar durch die D-Kooperation oder sowas. Das klang schon sehr seltsam. So, hier müssen wir wieder rüber. Wow. Fuck. Whoa. Oh, shit. Delilah, there's smoke coming from the site. I just climbed out of there and the bridge collapsed. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. What do we do? We just call it in like any other fire. Ja. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Genau. Yes, get us the hell out of here. I will. Oh, Tag 77, okay. Ai. What is going on right now? Who is listening to us? Wer hört uns zu? End-use wave receiver. This receiver just picked something up. Like a signal? It's going beep beep. Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. All right, I'm on my way now. You know what I just picked up? No. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk. Hey, D, I don't want to harsh your vibe, but maybe, just maybe, that's a bad idea. Henry. What? You're harshing my vibe. My thinking is I could stay up all night worried I'm going to lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is I'm going to follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Ay. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. Radio off, okay. Aber es wird schneller. Strange Backpack. Shit! Wow! What? Ah! Okay, was war das denn? Wieso ist denn da so ein Alarmding dahinter? National Show Forest Cave? D, I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, basics, but it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine, but there's also a set of keys here. I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, let's just think. Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire has them spooked, and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower. Maybe you need a drink, too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout.
and it's not What? you? It is not me. Oh my god, go. I'm going. Get back to Lookout. Wieso ist da jemand in unserem Lookout? What the fuck? Wer ist denn da? Oh, 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 ich habe ein bisschen Angst. Wer ist in unserem Lookout? I don't see anyone up here. He was just there. Left a cassette player taped to my damn door. I don't even know what to say to that. Well, let's see what's on it. Ja, vielleicht schöne Musik. It's a tape of us talking down at the site. It sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No! Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my god, what the fuck is happening, Henry? Oh Gott, Tag 78. What the fuck is happening? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Was hier abgeht, ey. What's wrong? Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. So I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. We have to stick together, okay? Keep our story straight. From the first day with those girls to the person breaking in on our conversation, everything. We gotta be honest and consistent. Yeah, I suppose you're right. I know. Wollte ich gerade auch sagen. Habt ihr gesagt, nee, komm, sagen wir mal nicht. Aber er sagt es dann doch selber. So, wir gehen jetzt in diese Höhle da. Dazu müssen wir jetzt nach Osten und dann nach Norden. Nach Osten. Und dann nach Norden. Genau, ich glaube, wir müssen an dem Outhouse vorbei. War das immer schon so da? Also ich bin sehr, sehr, sehr auf das Ende gespannt, was hier abgeht. Okay, wir gehen richtig. Das ist schon mal gut. Also das müssen wir eigentlich nur den Weg lang. Den Serpentinenweg hier runter. Hey, you didn't actually make that call, right? To the other lookout? It just stuck in my craw. I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kind of just wish I hadn't. Of course I didn't. No way. They're trying to pit us against each other. Yeah, you're right. That's not gonna happen, though. Thanks, Henry. So.
Okay, jetzt noch ein bisschen den Weg lang. Dann sind wir gleich bei der Höhle. Da sind wir. F war Flashlight? Ja, okay. Die brauchen wir bestimmt gleich. So, den Kompass brauche ich jetzt nicht mehr. Okay, dann gehen wir mal rein in dieses Cave. In diese Höhle. Soll man sagen, dass ich da bin? Nee, soll ich nicht. What the hell? Jetzt zugemacht? Delilah, someone locked me in the cave. Is this thing working? Oh nee. Delilah, send someone to the cave, please! Can't get any damn reception. Was? Ach, hier. Okay, warte, kann ich denn hier noch irgendwo anders hin? Jesus, this is a big cave. Aha. Allerdings. Ich wollte nur nichts verpassen, falls wir irgendwas finden in der Höhle. Aber dann squeezen wir uns hier mal durch. Gehen hier runter. Ich bin sehr, sehr angespannt gerade. Das bricht doch gleich zusammen. Nee, okay. Noch nicht. Freezing in here. Und kalt ist es auch noch. Super. Da liegt was. Was liegt denn da? Irgendwas Rotes. Entweder eine Bierdose mal wieder von den Teenies, aber die waren doch nicht hier drin. Niemals. Ah, wir sind wieder draußen, glaube ich. Oder? Ja. Looks like. Ja, wir können uns noch nicht bei ihr melden. Wahrscheinlich erst, wenn wir unten sind. Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Okay. Wo sind wir? Da sind wir jetzt, okay. So sind wir da durch die Höhle gelatscht. What? Krass, okay, wir müssen also nach Nordwest. Damit wir wieder auf den Weg kommen. Kommen wir denn hier lang? Ne, hier kommen wir nicht lang. Aber hier könnten wir vielleicht lang kommen. Was haben wir denn hier? Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some Wile E. Coyote stuff, I'll tell you that much. Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Poor kid left his homework? Yeah, he must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. What, you're saying I'm one of those knuckleheads, is that it? I wasn't, but, now that I think about it... Because I know lots of stuff. Oh, please, drown me in your surplus of knowledge.
I've been waiting all these years for a man as wise as you to take this job. Well, that wait's over, sweetheart. Call me sweetheart again, and you'll use that big sexy brain of yours to fill out your unemployment paperwork. Sorry, boss. Okay, lesen wir mal seine Hausaufgaben. Sprechende Meteore, wie man Ham-Radio, also hier Funkwellen benutzen kann, um mit Leuten weit weg zu sprechen. Was, wenn ich dir sagen würde, man soll kein mit du ansprechen, dass man Meteore benutzen kann, Meteoriten oder Meteore benutzen kann, die in unserer Atmosphäre sind, um zu Leuten zu reden, die weit weg sind. Du würdest wahrscheinlich denken, ich wäre ein Lügner, aber du liegst falsch. Meteore, die außerirdischen Gesteine, die zu unserem Planeten von Weltraum kommen, können benutzt werden, um Ham-Radiosignale davon abprallen zu lassen und unsere Funkgeräte besser als normal benutzen zu können. Gerade jetzt denkst du, okay, Brian, das klingt wie in einem Film, wie im Flug des Navigators, das ist nicht echt. Aber du liegst falsch. Es ist echt, es ist Wissenschaft. Es ist möglich, wegen der Meteor-Scatter-Communications, keine Ahnung, irgendwelche abgebrackelten Kommunikationen. Mein Wissenschaftsausstellungsprojekt beweist, dass Meteor-Scatter-Communications echt ist. Aber was ist es? MSC, also ist ein Funkpropagation-Modus, der die ionisierten Spuren von Meteoren in unserer Atmosphäre nutzt. Meteore, wenn sie in die Atmosphäre eintreten, können einen dichten Pfad von ionisierten Partikeln hinterlassen, die der Ham-Funker nutzen kann, um kurze Kommunikationswege zwischen Benutzern nutzbar zu machen, die bis zu 1500 Meilen weit weg sind. Ziemlich cool. Ich werde das ausprobieren, indem ich eine kleine Unterhaltung mit einem Freund mache, den mein Dad in der Army kennengelernt hat, der in Albuquerque, New Mexico wohnt, 1000 Meilen von meinem Haus. Wir werden versuchen, miteinander zu reden, zu regelmäßigen Zeiten, aber meine Hypothese ist, dass das nicht funktionieren wird und wir müssen auf einen Meteorenschauer warten, damit wir eine Kommunikation herstellen können. Okay. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied, and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was going to bring him back to. Not that it ended up mattering. Wenn ich das jetzt lese? Okay. Nehmen wir auch mit, falls wir den mal treffen. Oder so ein Stein. Hui. Oh, das war super geworfen. So, was haben wir noch? Ein Dinosaurier. Yay, ein Dinosaurier. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. The Goodwins mit Familiendings und allem. Huh. Brian stole his dad's climbing gear. His anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, it sounds like Ned was pushing him, and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. Lieber Ranger, hallo, mein Name ist Brian Goodwin. Wenn du diese Notiz gefunden hast, sollte sie bei ein paar Kletterankern liegen, hoffentlich. Könntest du mir einen Gefallen tun und sie zu Brian Goodwin per Post schicken? Meine Adresse ist bla bla bla. Wenn du mir deinen Namen und deine Adresse sagst, gebe ich dir eine Belohnung dafür. Du fragst dich wahrscheinlich, warum ich die hier gelassen habe. Naja, sie gehören meinem Vater und ich wollte nicht, dass er sie verliert, aber ich wollte auch nicht mehr klettern auf seinen Ausflügen. Also habe ich gedacht, ich tue so, als hätte ich sie verloren.
Aber wenn du mir hilfst, sie zurückzubringen, wird jeder glücklich sein. Danke für deine Zeit. Danke, Ranger Brian. PS, die Belohnung wird gut sein. There's some grade A dork contraband here. You found his pocket protector? I found I guess, a data sheet for one Gladius Silva, half-elf, armor 7. Classic wizards and wyverns. Okay. Nehmen wir auch mal mit, falls wir das mal spielen wollen. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. Nehmen wir auch mit, können wir vielleicht auch nochmal gebrauchen. Eine Postkarte. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, you know, with it dad. Okay, lieber Mr. Zackler, ich bin mit meinem Dad in Länder, Wyoming, ganz schön hier. Dad hat an einer Stelle geangelt, die Sinks Canyon heißt. Das meiste von Wyoming sieht aus wie zu Hause in Nebraska, aber da sind Berge und Wälder, wenn man weiter reingeht. Tut mir leid, ich kann Ihren Rasen nicht mähen in diesem Sommer, aber ich hoffe, Sie haben eine gute Person gefunden, die es statt mir machen kann. Kannst du mir zurückschreiben und mir sagen und meinem Dad sagen, wann Schule beginnt, weil ich glaube, er weiß es nicht. Dein Freund und Nachbar Brian Goodwin. Vielleicht können wir die auch noch ausliefern. There's a busted old toy out here, some sort of electronic game. Yeah? I like Pong. Everybody likes Pong. Everybody Brian likes had Pong. everything he loved out there. Ah, okay, jetzt haben wir diese Anker da, eine alte Farbdose. Bunch of rocks stacked up. He made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. Ja, You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. ein Banner. CS. Aha, okay, da ist noch eins. Und da liegen ganz viele, okay. 5 Degrees North. Natürlich von Richard Sturgeon, natürlich. He'd hide out here to read comics. The black band, his grief is his enemy's sorrow. Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband which gives him superpowers. Well, that's fucking dark. Ja, so ein bisschen. Okay, dann gehen wir in der nächsten Folge zurück in die Höhle und gucken, was wir da machen können mit unseren tollen Sachen. Dann können wir, glaube ich, endlich da runterklettern, wo dieses komische rote Ding da lag. Ich bin sehr gespannt. Ich danke sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Firewatch. Macht's gut. Tschüss, Jan.